hier Miranda von Taiwan Foodie. Heute möchte ich euch zeigen, wie man zu Hause selber Sojamilch zubereiten. Und zwar von getrockneten Bohnen. Also ich weiß bestimmt, ihr fragt, wir haben schon im Supermarkt sehr leicht Sojamilch zu kaufen. Warum soll man die Mühe geben und selber zu Hause machen? Naja, ich denke, wenn man schon mal in Taiwan war, dann weiß man, dass in Frühstücksladen gibt es immer Sojamilch frisch zu kaufen und da schmeckt wirklich anderes, als wenn man hier im Supermarkt die Sojamilch trinkt. Und heute, was ich zeige, ist ja wirklich traditionelle Methode zum Sojamilch zubereiten. Und da kann ich garantieren, das schmeckt genau wie in Taiwan. Wir brauchen die Zutaten, nicht viel, eigentlich nur 3 Zutaten. Wir brauchen Wasser, getrocknete Sojabohnen und Zucker, das war's. Sogar wenn man ohne Zucker trinken möchte, dann einfach ohne Zucker. Das kann man auch trinken und schmeckt auch sehr lecker. Man braucht etwas mehr Equipment dazu. Erst braucht man so eine Küchenmaschine zum Pürieren nachher. Je nachdem, was ihr zu Hause habt, entweder ihr habt so einen Standmixer oder einen Stabmixer, alles egal. Hauptsache muss man dann die Bohnen nach der Einweichung quasi im Wasser gut pürieren können. Und zusätzlich braucht man einen Topf nachher zum Kochen, weil Sojamilch kann man nicht roh trinken, das ist anderes wie Mandelmilch. Sojamilch, wenn das roh ist, ist dann Giftstoffe drinnen. Man muss richtig aufkochen, dann ist erstmal genießbar. Man muss natürlich auch zusätzlich noch so Schalen haben. Das ist quasi nachher, will dann so trennen, wenn wir dann die Masse püriert, das muss man ja einen Behälter und dann ein Sieb dazu. Quasi, das trennt man dann den Sojamilch und den Satt auseinander. Man braucht dann so ein Tuch, also man kann im Internet sehr leicht so ein Käsetuch kaufen, das ist perfekt dazu. Kann man einfach so ein Sieb auf einen Behälter und ein Tuch rüber und dann rüber gießen, dann kann man dann diese Satt- und Sojamilch trennen. Ich habe hier aus Taiwan so eine Beute gekauft, das ist extra für Sojamilch. Man sieht, dass das wie ein Beute und dann kann man schön dann ohne den Sieb quasi auf so einen Behälter so befestigen, so ein Festmachen und danach werde ich so durchgießen und danach die Beute komplett rausnehmen, dann kann ich quasi auch den Satt- und Sojamilch trennen. Je nachdem, was ihr zu Hause am leichtesten zu bekommen, dann macht ihr das. Man muss nicht super teure Sachen kaufen, um Sojamilch zu machen. Bevor wir anfangen, noch eine sehr wichtige Sache muss man aufpassen, ist zwar diese fertig gekaufte Sojabohnen, die kommen aus der Packung so trocken. Und das muss man über Nacht in Wasser, und zwar genügend Wasser, einweichen lassen. Danach sehen die Bohnen so aus. Man sieht ja ein paar Schalen, die lösen sich schon aus den Bohnen. Das ist quasi alles, was wir brauchen. Und man kann zwischenzeitlich, bevor man das vorbereiten, nochmal aussortieren. Wenn da schwarze oder kaputte Bohnen oder zu schlecht aussehen, kann man aussortieren. Ansonsten kann man so verwenden. Und bitte aufpassen, nicht das Wasser, das man für die Bohnen einweichen, das Wasser verwenden nachher für den Sojamilch machen. Weil dieses Wasser will etwas komischer Geschmack von den Bohnen bekommen und wenn man das Sojamilch danach so zubereiten, das schmeckt auch nicht gut. Und dann sehr wichtig, bestimmt fragt ihr, welche Proportion soll ich dann verwenden für Sojabohnen und dann Wasser? Ganz einfach, also normalerweise trockene Bohnen, wenn man Gewicht wiegen, dann ungefähr 6 bis 10-fach Wassermenge von Gewicht kann man so verwenden. Wie weniger diese Wasser man verwendet, danach wie kräftiger diese Sojamilch schmeckt. Ich habe hier für mein Rezept etwas um die 8-fach, das heißt ich habe 250 Gramm trockene Bohnen Gewicht hier habe und dann habe ich dann 8-fach, dann ist ungefähr 2000 Gramm, dann ist 2 Liter Wasser habe ich hier zubereiten. Und
Dieses Wasser bleibt einfach hier. Wir werden durch den ganzen Prozess nach und nach verwenden. Ihr weißt bestimmt nachher, was ich meine. So, unabhängig von diesem Wasser, Bohnen sind schon eingeweicht und jetzt können wir quasi anfangen zu kochen. Okay, dann jetzt pürieren wir dann die Bohnen. Ich mache einfach hier so die Bohnen in so eine Maschine, was ihr habt. Erstmal Hälfte. Und ich habe hier Wasser. Ich gieße erstmal halbe Kanne hier rein. Und dann lasse ich hier richtig pürieren. So, ich habe jetzt 1 Minute hier komplett pürieren lassen und man sieht, dass hier ist einfach so eine Milchfarbe rauskommt. Man muss richtig lang pürieren lassen, weil wir wollen ja den Geschmack aus dem Saat in dem Wasser reinbringen. Und ab jetzt gibt es dann 2 Methoden, kann man so machen. Es gibt bestimmt im Internet oft, man sieht, dass die werden einfach hier diese Masse, diese Sojabohnenmasse durch den Sieb schon quasi trennen und man reibt dann diese Masse mit einem Tuch ins Wasser und man versucht dann diesen Geschmack von dem Saat in den Sojamilch rauszuholen und danach den Saat presst man trocken und dann zur Seite tun. Kocht man nachher in dem Herd nur quasi schon ausgesiebte Sojamilch. Was ich persönlich mag, ist, dass ich koche komplett Saat und Sojamilch zusammen, weil ich möchte auch noch mal den Geschmack von dem Saat rausholen. Deswegen aktuell trenne ich noch nicht. Ich gieße einfach in so einen Behälter. Denn genau diese Bohnenmasse werde ich nachher im Topf auf den Herd kochen lassen. Jetzt püriere ich die weitere Portion. Also ich habe jetzt hier die restlichen Bohnen hier alle rein. Ich habe auch die weiter verbliebene 500 ml jetzt alle reingegossen. Quasi hier werde ich nochmal pürieren lassen. Und bisher habe ich nur je 500 ml Wasser verwendet. Immer noch 1 Liter Wasser habe ich hier übrig. Das werde ich nachher zum Kochen brauchen. Und wir lassen jetzt auch die Bohnen ungefähr 1 Minute lang richtig pürieren. So, 1 Minute vorbei. Man hat wieder diese Milchfarbe, sehr feine Bohnenmasse. Okay, dann jetzt können wir kochen. Was wir hier haben, ist ja die Masse, was wir gerade püriert haben. Weiter verbliebene 1 Liter Wasser, großer Topf und etwas, das man richtig rühren kann. Beim Kochen, das ist oft, dass unten will ein bisschen verbrennen oder das kommt ganz viel Schaum hoch. Deswegen auf jeden Fall einen groß genug Topf verwenden. Was ich hier mache, ist das erstmal auch wieder den halben Liter reinmachen in den Topf. Und lasse ich etwas Wasser da und dann mache ich die Hitze. Erstmal richtig das Wasser aufkochen. Jetzt das Wasser blubbert, ich kann die Masse reinmachen. Und ab jetzt soll man immer wieder rühren. Ich habe immer noch sehr hohe Hitze gelassen, weil ich möchte erstmal kochen lassen. Und sobald das blubbert und der Schaum richtig hoch steigt, dann werde ich unterregeln die Hitze. Und wenn da der Schaum richtig schnell hochkommt, dann ist ja unser Wasser deswegen hier. Dann kann man kaltes Wasser reingießen, damit der Schaum wieder mal runtergehen. Und ich werde dann nachher zeigen, wenn das aufkocht. So, man sieht, dass der Schaum kommt hoch und jetzt genau Wasser rein. Und dann unterregeln die Hitze. So, man sieht, dass unter dem Schaum jetzt leicht blubbert. Das heißt, wir werden ab jetzt 15 Minuten lang köcheln lassen. Und wir passen nur auf, falls der Schaum hochkommt, dann gießt man noch das Wasser rein. Ansonsten lassen wir einfach das 15 Minuten lang kochen.
Und wäre das nach 10 Minuten immer noch nicht der Schaum hochsteigt, dann werde ich auch das Wasser auch reingießen. Und dann werden wir die weitere Minute aufkochen. Dann haben wir Sojamilch fertig. Ich zeige euch nachher, wie das geht. So, dann ist 15 Minuten vorbei und ich habe jetzt die Sojamilch fertig gekocht. Also man muss eigentlich nicht die ganzen 15 Minuten dabei stehen und aufpassen, ob Schaum kommt und umrühren. Eigentlich will man aufpassen, die Hitze. Und dieser Schaum kommt nur von der Anfangsphase, wenn die Sojamilch kocht. Nachher, eigentlich die letzten 10 Minuten, das kommt kaum irgendwas. Und man sieht auch, ich habe Schaum nicht weggemacht. Die Schaum geht eigentlich von alleine weg. Man muss nur aufpassen, am Anfang einfach richtig aufkochen lassen und danach, wenn Wasser alle aufgebraucht ist, dann richtig aufpassen, nur so leicht köcheln, quasi so gehalten. Und dann eigentlich kann man da ruhig lassen, bis da die 15 Minuten vorbei sind. Und was ich jetzt mache, ist halt, ich habe hier so diese Tüte oder ihr könnt auch so ein Tuch auf ein Sieb einfach so machen. Ich werde dann auf einmal reingießen und quasi trenne ich jetzt den gekochte Sojamilch und dieser Satt. So, hier habe ich quasi Sojamilch unten und dieser Rest Bohnensatz hier in der Beutel drin. Und natürlich jetzt ist so heiß, ich kann nicht auspressen. Und was ich gerne mache, ist halt, ich habe schon mal erste Portion, was ich trinke. Der Rest ist sowieso für den nächsten Tag. Und dann kann ich einfach so zur Seite legen, einfach bis das abgekühlt ist. Und dann presse ich die Reste Sojamilch raus. Und quasi hier ist frisch zubereitete Sojamilch. Wir können jetzt servieren. Okay, wir haben jetzt Zucker wieder mal rausgeholt. Ich habe hier so eine, ich glaube, das ist etwas 300 Milliliter, so Becher. Ich werde dann halbe Esslöffel Zucker reinmachen und dann einfach frische Sojamilch reinmachen. Weil das so heiß ist, man braucht auch die Zucker nicht so umrühren, bis das auflöst. Eigentlich, das geht sehr, sehr schnell. So, frische Sojamilch, wie schmeckt dann? Dann jetzt koste ich. Schmeckt genau wie in Taiwan. Also das werde ich euch empfehlen, wenn ihr so Sojamilchtrinker seid, dann auf jeden Fall so mein Rezept probieren. Und ich hoffe, dass heute gefällt euch mein Rezept. Nicht vergessen, Daumen hoch und meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!